Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Man sagt ja immer, der Lastrada Nova EB ist wie ein Einhorn, quasi nie zu sehen. Wir haben hier aber die absolute Sondersituation. Wir haben zwei Einhörner, die beide hinter mir stehen. Zwei Lastrada Nova EB. Beide mega gut ausgestattet. Vollluftfeder an der Hinterachse, 18 Zoll Felgen von ORC, verschiedene tolle Hölzer. Wir haben schon umgebaut auf eine Trenntoilette. Unterschiedlichste Varianten. In dem heutigen Video will ich euch auf jeden Fall zeigen, was das alles ausmacht, wie sich der Preis zusammensetzt, damit man verstehen kann, warum der Nova ein doch recht hochpreisiges Fahrzeug ist und was den Lastrada Nova EB so besonders macht. Dafür wünsche ich euch ganz viel Spaß im heutigen Video zum Lastrada Nova EB. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, in diesem kurzen Zusammenschnitt, den ihr eben gesehen habt, kriegt ihr schon mal einen ersten Eindruck, was euch heute erwartet. Das sind zwei mega schicke Autos und obwohl sie von außen beide super ähnlich aussehen mit dem Silber Metallic, sind sie von innen doch grundverschieden in der Ausstattung der Hölzer. Das ist ja auch was Lastrada so wahnsinnig besonders macht, dass ihr einfach diesen Gestaltungsspielraum habt. Bevor wir heute hier ins Detail von dem Nova EB einsteigen, muss ich euch auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, unter dem Video hier unten könnt ihr einfach den Kanal abonnieren und dann werdet ihr gefragt, Glocke aktivieren. Ja, Glocke wollt ihr auf jeden Fall aktivieren, dann kriegt ihr nämlich in Zukunft immer eine Info, wenn wir ein neues Video rausbringen und seid immer up to date, was in der Kastenwagenwelt so passiert. Und für denjenigen, der nicht nur bewegtes Bild wie heute haben will, sondern auch ein paar Eindrücke von den Fahrzeugen haben will, denkt auch dran, unseren Instagram-Kanal zu folgen, zu abonnieren. Da haben wir auch immer verschiedene Bilder. Aber heute geht es um den Lastrada Nova EB. Was ich vorhin schon gesagt habe, es ist wirklich eine Art Einhorn. Es ist ein Auto, was, glaube ich, jeder kennt, der sich mit Kastenwagen auseinandersetzt, was eine absolut einzigartige Optik hat mit dieser GFK-Monocoque-Kabine, eine ganz einzigartige Herstellung, die kaum jemand in Europa so macht. Und einfach, wenn der so dasteht, losgelöst von allem, was ich euch in dem Video erkläre, schaut ihn euch an. Es ist einfach ein mega schickes, geiles Auto. Und wir gucken uns heute an, was wir an dem vorderen hier schon verändert haben. Und der hintere ist gerade ganz frisch gekommen. Da sehen wir Nova EB in seiner Reihenform mit auch sehr, sehr vielen schönen Details. Und da erkläre ich euch, was wir an dem Wagen tatsächlich noch ein bisschen und anbauen werden. Ja, wenn ihr euch beide Fahrzeuge anschaut, beide Fahrzeuge sind in Silber Metallic mit hier. Wir haben bei beiden Fahrzeugen den Stoßfänger hier vorne, das heißt im Prinzip die ganzen Teile, die hier eigentlich aus Kunststoff sind, in Wagenfarbe lackiert in dem Silber. Beide haben die Chromspangen hier auf dem Kühlergrill mit drauf. Das ist, glaube ich, eine total sinnvolle Geschichte, wenn man bei dem Nova EB in die elegante Richtung geht. Man muss sich ja beim Sprinter immer entscheiden, mache ich Offroad und alles ein bisschen wilder und tougher oder mache ich es schick und elegant. Hier sind beide schick und elegant, dann macht sich eben auch das mit dem Chrom gut. Der linke, also für euch rechte Wagen, steht auf den ganz normalen Serienfelgen, 17 Zoll Felgen, die ihr ab Werk so mitbestellen könnt. Das ist eine originale Mercedes-Felge. Bei dem Kollegen hier drüben haben wir schon gedacht, wir machen das Ganze noch mal ein bisschen satter und haben dem Wagen eine Kur mit ORC 18 Zoll Felgen verpasst. Das sind Sonderfelgen, die müssen separat vom TÜV eingetragen und gemacht werden. Aber bei der Nova Karosserie kriegt man das, wenn man den passenden TÜV-Prüfer hat, auf jeden Fall ganz gut hin. Beides sieht schick aus. Ich persönlich muss sagen, mit der 18 Zoll Felge hier steht das Auto noch so ein bisschen satter da. Und wenn wir vielleicht einfach mal rübergehen auf die andere Seite, da kann man das nämlich in der Gesamtperspektive am besten sehen. Bei dem Wagen, der ist ab Werk mit 16 Zoll Stahlfelgen gekommen auf Winterreifen. Da steht der Nova wirklich so ein bisschen schmalbrüstig da und man sagt, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Dieser Unterschied von 16 Zoll Stahlfelgen zu 18 Zoll ORC-Felgen ist wirklich so, dass sich die Gesamtperspektive des Autos ändert. So als wenn ihr quasi Lackschuhe und Sportschuhe anzieht. Er wirkt insgesamt kürzer, einfach weil das Verhältnis Länge, Reifengröße einfach für mich besser zusammenpasst. Für mich auf jeden Fall eine Sache, die richtig gut ist. Der nette Nebeneffekt dieser großen Felgen ist ja dazu noch,
dass sich das Fahrverhalten einfach im positiven Sinne ändert. Ihr fahrt den Wagen mit etwas geringerem Luftdruck, dadurch wird der Fahrkomfort größer. Ihr fahrt breitere Reifen, dadurch liegt der Wagen besser auf der Straße. Und gerade bei dem vorderen hier ist es sowieso so, der Wagen hat zusätzlich an der Hinterachse noch die Vollluftfeder, die Mercedes für den Sprinter anbietet. Das heißt, der fährt auch gleich automatisch das Niveau an der Hinterachse aus, wird dadurch nochmal deutlich fahrstabiler. Das ist natürlich vom Fahrkomfort das absolute Nonplusultra, was man haben kann. Das, was man bei dem Fahrzeug grundsätzlich sieht, ihr habt ja alle Mercedes-Farben zur Auswahl, die man bei Mercedes bestellen kann, könnt ihr für den Nova auch haben. Wie gesagt, hier ist das jetzt Silber Metallic. Und dann, Lastrada nennt das Fensterbrillen hier hinten, ist der Bereich ja immer zweifarbig abgesetzt. Das ist ja eine der Spezialitäten, die ihr beim Nova habt, dass man einerseits die Formensprache des Sprinters von vorne aufnimmt und andererseits eben auch immer dieses Zweifarbige hat, was das Fahrzeug insgesamt einfach nochmal deutlich eleganter macht. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ihr eine dunkle Mercedes-Farbe wählt, die Basislösung bei Lastrada so ist, dass es mit Silber, also im hellen Kontrast hier oben kommt. Und wenn ihr eine helle Farbe nehmt, weiß oder Silber, wie es hier ist, mit Schwarz. Ihr könnt das aber auch natürlich selber steuern. Denkt nur dran, wenn ihr euren Wagen konfiguriert, idealerweise natürlich auch bei uns, aber selbst wenn es bei Kollegen sein sollte, achtet darauf, wie es zusammengesetzt ist, damit ihr das so habt, wie ihr das haben wollt. Was halt, machen wir die Tür richtig zu, warum macht Lastrada überhaupt diese GFK-Kabine? Das Problem am Sprinter ist, dass er eigentlich zu kurz oder zu lang ist, je nachdem welchen Radstand man nimmt, und er dabei zu schmal ist. Und durch diese GFK-Monocoque-Kabine, das heißt, ja, dass das gesamte Auto hinten aus einem Stück gefertigt ist, also Boden, Platte, Wände, Dach, alles in einem laminiert ist es ist ja so, dass das Auto nach hinten etwas breiter wird und wir die Schwachpunkte des Sprinters, die er eigentlich hat, nämlich hinten zu schmal zu sein, um quer zu schlafen, zu kurz zu sein, um Längsbetten reinzubringen, wir mit dieser GFK-Monocoque-Kabine komplett ausmerzen. Das ist der technische Grund. Wenn ich aber natürlich so ein komplexes Thema angehe, habe ich den großen Vorteil, ich kann die Form komplett selber gestalten. Und wenn man sich das hier anguckt, hier ist zum Beispiel eine Sicke vom Sprinter und die wird in der GFK-Kabine hinten mit aufgenommen. Nehme ich einen klassischen teilintegrierten, habe ich flapsig gesprochen eine Bodenplatte, klatscht da zwei Wände und ein Dach dran und habe eine Art Schuhkarton auf einer Pritsche. Sieht viel schicker aus in Natura, aber so eine organische Form, wie der Nova hat, wo wir wirklich die Original-Mercedes-Formsprache mit aufnehmen, das kann kein anderes Konzept bieten. Das, was halt wirklich toll ist an dieser eigenen Form, die man hat, ist, dass man zum Beispiel auch, es hat eh jedes Wohnmobil eine Markise mit dran, dass man die Markise eben mit integriert. Das heißt, hier ist wirklich in der GFK-Außenwand des Autos eine Aussparung, wo die Markise reinkommt. Und damit ist das natürlich deutlich eleganter, als wenn ich einfach eine gerade Wand habe, an die ich die Markise ranschraube. Und auch die Rückwand. Wenn man sich das ganze Auto anschaut, hier stehen sie ja beide toll nebeneinander, es ist einfach alles elegant aufeinander abgestimmt und das zweifarbige Konzept, was ihr an der Seite seht, findet sich eben auch hinten wieder. Und durch dieses gesamte runde und zweifarbige, ich meine, der Wagen ist 7 Meter, also 6,99 lang, das ist kein kleines Fahrzeug, aber er wirkt halt viel eleganter und viel stromlinienförmiger, als er einfach als klassisches Reisemobil sein kann. Grundsätzlich ist beim Nova ja immer so, dass er eine schicke Heckgarage unterm Bett hat, egal welches Fahrzeug man nimmt. Aber da gucken wir gleich separat nochmal mit rein. Das, was ich euch hier an dem Fahrzeug nochmal zeigen will, ist, wir haben ja jetzt hier die 18 Zoll Felgen drauf. Das ist durch den großen Radkasten der GFK-Kabine kein großes Problem. Der Wagen hier hat halt eben die Vollluftfeder von VB mit drin. Es ist eine original Mercedes-Luftfeder, die wird aber von VB hergestellt. Und da sieht man hier hinten richtig drin, da ist der kleine Lufttank mit drin, über den das ausgeglichen wird. Und hier sind richtige Zusatzluftbälge mit drin. Und darüber ist der Wagen halt in der Lage, an der Hinterachse das Level ein bisschen anzuheben und auszugleichen, wenn was ist. Und, das ist der nette Nebeneffekt dieser Konstellation, wenn ihr die Vollluftfeder hinten dazu bestellt, könnt ihr den Wagen aufgelastet auf 4,4 Tonnen bestellen. Hier sind zum Beispiel große Zuladungen und solche Dinge noch geplant. Dann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Spielraum. Der Wagen hier drüben, wenn wir da noch mal kurz runtergehen, hat die ganz normale Standardfederung drin. Der Sprinter an sich ist ja schon das komfortabelste Fahrwerk, was wir mit haben. Also auch in der Serienvariante, wie er hier steht, ist er mega komfortabel. Aber man sieht hier halt schon, dass die Luftfeder am Ende fehlt. Und er hat natürlich nicht diesen automatischen Niveauausgleich mit drin.
Ja, ansonsten, wenn wir hier schon so schön in der Mitte stehen, also was sind die Grundspezifikationen eines Lastrada Nova M? Wir haben die Länge 6 Meter, Nova M, jetzt bin ich schon ganz verwirrt, es ist ein Lastrada Nova EB. Wir haben als Länge 6,99 Meter, im Fahrzeugschein und Katalog steht da mit der Breite 2,15 Meter drin und als Höhe haben wir hier 3,6 Meter angegeben. Die Höhe ist natürlich immer noch so ein Punkt, wo man sich ein bisschen drüber unterhalten muss. Wir haben ein Sprinter-Chassis, das heißt, ihr könntet den Wagen auch als Allrad bestellen, dann wäre dementsprechend so 7, 8 Zentimeter höher. Also wenn es bei euch wirklich auf den Zentimeter ankommt, weil Garage oder Carport irgendwas vorgeben, müsstet ihr das auf jeden Fall nochmal klären. Ja, das ist erstmal unser Eindruck von außen, dass wir eine gute Idee davon bekommen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt das an, was wirklich spannend ist und schauen uns einfach mal an, wie so ein Lastrada Nova EB von innen aussieht. Folgt mir mal. Bevor wir ins Auto reingehen, eine Kleinigkeit noch, was halt ganz wichtig ist. Der Sprinter vom Basisfahrzeug ist ja einfach das Basisfahrzeug, was euch am meisten Assistenzsysteme bietet. Wir gucken uns nachher mal die Preisliste und die Gestaltung dieser Autos an. Da sage ich euch so ein bisschen, wie sich die Technikpakete zusammensetzen. Was man bei beiden Fahrzeugen hier sieht, ist, dass sie beide die LED-Scheinwerfer haben. Das ist nicht die Serienlösung, aber das müsst ihr mitbestellen. Das gehört in so ein Nova einfach rein. Und das ist tatsächlich einfach, hier bei Mercedes steht schön drauf, LED High Performance. Also richtig cool. Der Unterschied ist aber vor allem, dass es wirklich der berühmte Unterschied wie Tag und Nacht ist. Macht ihr die LED-Scheinwerfer an, passt das auf jeden Fall. Von den Außenfarben, wir haben von dem Nova EB ja schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall mit an. Das verlinken wir euch oben in der Ecke. Das müsste für euch die Ecke sein. Ich verwechsel die ja immer, aber ich glaube, das ist da oben. Klickt da mal drauf. Dann habt ihr noch ein paar mehr Eindrücke vom Nova EB, wie er von innen sein kann. Aber da ist der Wagen, wenn ich es recht entsinne, in Tenorit Grau von außen, auch mit den schwarzen Fensterbrillen. Ja, ansonsten, was man zu der Nova-Form noch sagen kann, sind natürlich, dass wir fast alles grifflos haben. Das heißt hier keine Entriegelung. Aber wie ihr an Gaskasten und sowas rankommt, schauen wir uns mit an. Und jetzt kommt der versprochene Weg ins Fahrzeug und wir gucken mal, was für ein Holz und was für eine Innenausstattung die Käufer dieses Fahrzeugs sich ausgesucht haben. Die Tür im Vergleich zum Vorjahr oder Vorserien, nicht vom Nova der letzten Serie, ist deutlich breiter. Guck mal, ich kann hier aufrecht reingehen. Bei allen Nova-Modellen vorher war die Tür immer relativ schmal und dadurch, dass sie schmal war, gab es keine Möglichkeit, eine Fliegengittertür oder sowas zu haben. Beim neuen Nova ist es so, ihr habt serienmäßig die Fliegengittertür mit dabei. Und das Witzige ist, hier ist jetzt auch ein Verdunklungsrollo mit drin. Ich glaube, das kommt zwangsläufig mit dem Fliegengitter. Aber wenn man mal einen Blickschutz oder einen Windschutz haben will, kann man das eben auch rausfahren. Bei dem Nova mit dem normalen Heckantrieb vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ihr habt serienmäßig eine Trittstufe. Sobald ihr Allrad bestellt, ist die quasi unumgänglich. Und jetzt schauen wir mal, wie cool das aussieht. Ich bin ja schon einen Tick schlauer als ihr. Gefällt mir richtig gut. Ja, so sieht ein Lastrada Nova EB von innen aus. Ein wunderschönes Auto. Wir haben zwei echt unterschiedliche Autos. Dieser hier, ich mache es mir mal bei euch in der Sitzgruppe gemütlich, damit wir ein bisschen gemeinsam gucken können, wie das aussieht. Dieser Nova EB hier, den wir haben, ist in Eiche Natur gehalten. Das ist das etwas wärmere von den beiden Eichentönen. Und damit das eben nicht zu gelblich wird, haben wir das mit den weiß glänzenden Klappen abgesetzt, dass man schön dieses Zweifarbige drin hat. Der andere ist ein bisschen anders, das sehen wir gleich, wenn wir drüben sind. Aber bei Lastrada ist es halt wirklich so, dass wenn ihr ein Fahrzeug gefunden habt, wo euch der Grundriss gefällt, dann müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, ob ihr den schön hinbekommt oder nicht, weil ihr echt fast alles bestimmen könnt. Wir haben fast 15 verschiedene Hölzer, die ihr auch untereinander kombinieren könnt. Wir haben Serienstoffe, 5 oder 6 Stück. Wir haben Teilledervarianten, 5 oder 6 Stück. Wir haben Vollledervarianten, ich glaube, das sind 35, 40 verschiedene Farben. Dazu haben wir gefühlte 150 Sonderstoffe, aus denen ihr wählen könnt. Und wenn man das alles noch untereinander ausrechnet, wie viele Kombinationsmöglichkeiten da sind, das sollte man eigentlich marketingtechnisch als Lastrada viel intensiver nutzen. Wir haben neulich mal ein Video vom Avanti L gemacht, da haben wir versucht, so ein bisschen die Varianten aufzuzeigen, die es gibt. Das verlinken wir euch oben in der Ecke, damit ihr mal eine Idee davon bekommt, was da drin ist. Grundsätzlich ist es halt einfach so, dass der Nova, ich bin ja nur ein Kastenwagenkind und der Nova ist ja dem Kastenwagensegment schon so ein kleines bisschen entwachsen.
Für mich ist das immer wieder krass, wie groß dieses Auto von innen ist. Ich habe von hier die Perspektive nach hinten und kann einfach sehen, da ist echt freier Blick ganz nach hinten und sitze hier vorne drin und denke, das ist echt großzügig. Und alles, was den Sprinter im Regent so eng macht, haben wir hier einfach komplett mit ausgemerzt. Wir haben hier die Sitzgruppe, die beiden gedrehten Sitze, richtig großzügig, richtig schön. Wir haben hier davor den Tisch, den man frei in der Mitte verstellen kann. Und so, dass man sagen, ich würde sagen, für 3 Personen ist es eine unfassbar gemütliche Sitzgruppe. Dauerhaft zu 4 hier zu sitzen, ist das fast ein bisschen eng, auch wenn es eine Zweiersitzbank und 2 gedrehte Sitze sind. Aber dafür würde Lastrada euch zum Beispiel anbieten, hier anstelle des Sideboards eine Sitzbank zu haben. Das kann man frei bestellen. Ich opfere natürlich ein bisschen Stauraum, wenn ich da die Sitzbank bestelle. Aber wenn ich hier auch noch eine Sitzbank habe, dann kann ich wirklich Beine hochlegen auf beiden Seiten und chefmäßig hier einfach mich entspannt zurücklehnen. Das Sideboard hat aber natürlich auch seinen Sinn. In dem Fall ist es so, dass wir den Wagen jetzt mit dem Multimedia-Paket bestellt haben und dann kommt eben hier der Fernseher Lastrada-seitig in dem Deckel. Den könnte man jetzt sogar noch von der Wand nehmen und auch ein bisschen rumschwenken, aber ich glaube, ups, das wollen wir nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht die Nutzung ist, die relevante ist, sondern am Ende sitzt ihr hier in der Sitzgruppe. Man hat auf der Zweiersitzbank einen gemütlichen Platz, man hat auf dem Fahrersitz einen gemütlichen Platz und kann doppelt gut gucken. Und das Tolle an so einem Platz hier ist, wenn ich das wieder entriegel und runterklappe, das Ding ist einfach aus dem Weg und der Fernseher ist nicht so prägnant mitten im Raum. In dem Sideboard haben wir darunter noch eine, ups, jetzt sitze ich im Weg, darunter noch eine schöne große Schublade, wo man reingucken kann. Die fällt natürlich auch weg, wenn ich hier die Sitzbank bestelle. Und der untere Bereich, der hier jetzt keine Fächer drin hat, da ist der Gaskasten von außen drin. Der Nova hat ja 2x11 Kilo Gas mit drin. Und auch bei Heizung und Kühlschrank könnt ihr so viel in diesem Auto konfigurieren, dass man wirklich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet tatsächlich. Ich habe die Konfiguration beider Fahrzeuge, um mit euch mal jetzt so ein bisschen in den, ich versuche mir das mal gemütlicher zu machen, in den Theorieteil. Geschichtenonkel Markus erzählt euch ein bisschen, wie sich die Preisliste eines Nova zusammensetzt. Und die ist lang. Wir haben hier 1, 2, 3, gute 3 Seiten, die da sind. Ich werde euch das jetzt nicht Stück für Stück alles vorlesen, aber damit ihr eine grobe Idee habt, wie sich preislich so ein Nova zusammensetzt. Also beides sind 190 PS Fahrzeuge, die hier stehen. Grundpreis 190 PS ist aktuell 107.990 €. Das ist Preisliste 22. Beim Nova müsst ihr ja immer so ein bisschen da hinten im Hinterkopf haben. Lieferzeit ist leider sehr lang. Das heißt, man muss sich da auf eine gewisse Preiserhöhung noch einstellen. Beim Nova ist es so, die Mercedes-Pakete, die angeboten werden, werden in der Regel mitbestellt. Wir haben so ein Technikpaket 1, was die Basics abdeckt, ein Technikpaket 2, wo es vor allem um den Abstandsregeltempomat geht, Technikpaket 3, was mit Spurhalteassistent und solchen Sachen ausgestattet ist und dann noch Regensensor, also ganz viel drumherum. Und das bietet der Mercedes ja alles mit an. Da macht man eben schon mit den ganzen Assistenzsystemen einen relativ großen Sprung nach oben. Dann brauchen wir, was wir draußen gesagt haben, die LED-Scheinwerfer. Dann werden die Autos in der Regel mit Automatik bestellt. Klimaanlage, großer Dieseltank. Die Metallic-Lackierung ist beim Nova leider immer ein relativ großer Posten. Wir wollen das 10 Zoll Navigationssystem von Mercedes mit dabei haben. Es gibt ohne Ende Varianten und dann eben auch, was haben wir hier für eine Heizung? Hier haben wir eine Gasheizung. Wenn ihr den Kompressorkühlschrank ist hier auf jeden Fall mit dabei. Ja doch, eine Gasheizung und Kompressorkühlschrank. Wahlweise könnt ihr ja auch eine Dieselheizung bestellen. Und dann hat der Wagen eben auch eine große Lithiumbatterie. Alles in allem, nur um mal eine Idee zu bekommen, so wie der Wagen hier steht, hat der jetzt ungefähr 150.000 € an Listenpreis. Der andere, das habe ich mir auch mit ausgedruckt, mit den 18 Zoll Felgen, der großen Lithiumbatterie und solchen Dingen, landet ihr am Ende in der Größenordnung 160.000 €. Das ist ein Riesenhaufen Kohle, das ist mir durchaus bewusst. Man muss sich aber immer wieder, wenn man sagt, boah, das ist ganz schön viel, muss man ehrlicherweise auch sagen, wir reden halt über eine klitzekleine Stückzahl, die im Einzelnen für euch individuell zusammengebaut wird auf einem handwerklichen, sehr, sehr hohen Niveau mit einer GFK-Außenform, die speziell für euch gebaut wird. Es gibt im Prinzip nur die eine Form, in der Nova gebacken wird. Und das ist ein unfassbar aufwendiger Prozess. Und das ist sicherlich nicht das Richtige für jeden. Aber er kann halt bestimmte Dinge besser als andere Sachen.
Und man muss sich wirklich reinsetzen und das Auto erfühlen. Und dann sagt ihr hinterher, das ist genau meine Lösung oder auch nicht. Aber Bilder sind super, Video ist toll, aber versucht euch einen Nova in Natura anzugucken, dann wisst ihr auf jeden Fall in 0, nichts, ob das euer Auto ist oder nicht. Ja, aber zurück zu diesen Autos. Was beim Nova mir immer wieder toll auffällt, ist, dass wir die Pilotensitze hier drin haben. Ich löse uns mal, dann könnt ihr das besser sehen. Ich nehme einmal kurz den Tisch zur Seite, der übrigens auch sehr einfach gesteckt ist. Das Tischbein kann man auch wegnehmen und alles da oben reinpacken. Was La Strada macht, die gehen nicht den Weg des geringsten Widerstands. Wir nehmen einfach irgendeinen Mercedes-Sitz, sondern die bauen eigene SKA-Sitze ein. Das hat einmal den Charme, dass wir das toll aufgepolstert haben. Hier übrigens in einem der Sonderpolsterstoffe, der heißt jetzt hier Unico Stahl und passt in meinen Augen hervorragend in das Gesamtkonzept, was da ist. Das habe ich ja in vielen Autos schon mal gesagt. Was hier toll ist, ist, dass ihr eine verstellbare Sitzfläche habt, dass man natürlich die Höhe großartig nivellieren kann. 2 Armlehnen mit da sind, links und rechts, also dass man wirklich auch lange Strecken hervorragend mit den Fahrzeugen fahren kann. Insgesamt einfach mit einem tollen Sitzkomfort. Wir wechseln jetzt einmal ganz kurz die Perspektive, damit ich euch 2, 3 Sachen zur Sitzbank zeigen kann. Und dann geht das hier genau gleich weiter. In der anderen Perspektive so rum seht ihr natürlich, wie großzügig das Auto nach hinten wirkt. Und da gehen wir auch gleich gemeinsam drauf ein. Was ich euch aber hier vor allem zeigen wollte, ist einmal die Sitzbank. Einmal ist in diesem Sonderpolsterstoff, könnt ihr wählen, man könnte es zweifarbig haben. In einer Farbe hier und in einer zweiten Farbe da. Wir haben jetzt hier ja das Eiche Natur, was schon an sich ein relativ unruhiges Holz ist. Haben mit dem Weiß ja schon ganz viel der Unruhe rausgenommen und haben uns hier halt ganz klar gesagt, da ist auch die Familie, mit der wir das konfiguriert haben, sehr stilsicher und sehr klar in der Aussage gewesen, dass wir es einfach ruhig gestalten wollen, damit das ein harmonisches Interieur ist. Und ich glaube, wir haben hier mit dem Eichenholz eine tolle Gemütlichkeit reingebracht und mit dem Sonderstoff einen ganz ruhigen Gegenpart, der irgendwie eine Mischung aus modern, stylisch, cool, aber trotzdem die Gemütlichkeit eben nicht verloren gehen lässt. Damit ihr eine Idee bekommt, wie es hier hinter aussieht, wir haben richtig große, tiefe Fächer. Ich habe mir extra was zum Messen mitgebracht, damit man mal eine Idee hat. Wir haben hier in der Tiefe unten 23 cm, nach oben ist das ein bisschen weniger. Und auch von der Höhe etwas über 30 cm hoch, eine schön tiefe Rüttelkante. Und bei La Strada immer die Türen hier mit Magnet gesichert, dass die nicht von alleine wieder aufgehen. Was La Strada halt total schön macht, ist, dass ihr euch nicht entscheiden müsst, wie ihr sitzen wollt. Ihr könnt, ich nehme das, damit ihr das mal besser sehen könnt, hier mal kurz die Rückenpolster weg. Einerseits könnte man das hier alles wegräumen, damit man auch zu zweit nebeneinander sitzen kann. Was aber cool ist, ist, wenn man sich jetzt anguckt, hier ist das Ganze richtig schön gerade gegen die Wand. Hier ist eine kleine Entriegelung und jetzt kann ich mit dem Ganzen hier vorrutschen. Und ihr seht schon, dass hier eben die ganze Sitzneigung sich ändert und so kann man sich eben entscheiden, ob man aufrecht am Esstisch sitzen will, Bauch reinziehen, gerade sitzen oder ob man es eben ein bisschen gefläzter haben will. Und in beiden Varianten kann ich immer hier an der Seite mein Kissen hinpacken und wenn ich mich so hinsetze und zurücklehne, muss ich ehrlicherweise sagen, nach da kann ich wunderbar rausgucken und nach da kann ich rausgucken, da ist dann irgendwie mein grüner Stellplatz oder im Idealfall stehe ich schon mit Blick aufs Wasser. Das ist schon richtig gemütlich. Also hier vorne hat man, finde ich, so eine richtige Wellness-Oase. Man muss sagen, 7 Meter sind zwar ein langes Auto, aber es sind halt auch nur 7 Meter und dafür ist es einfach echt eine großzügige Angelegenheit. Ich selber kann auch für mich sagen, ich mag das mit dem Sideboard da sehr. Ich habe 2, 3 Autos gehabt mit der Sitzbank vorne. Das macht es wirklich nochmal großzügiger und gemütlicher. Ich finde aber dieses Sideboard als kleinen, dauerhaft vorhandenen Tisch einfach eine mega gute Lösung. Ja, wenn man sich dann von hier nach hinten packt, dann muss man einfach einmal ganz klar sagen, wir haben ja den Anspruch, euch so viel Infos wie möglich zu geben und das, was nicht in den Prospekten steht, euch auch mitzuteilen. Und da geht es ja immer viel auch um Stehhöhe. Gucken mal, wo wir hier sind. Man sieht ja schon, ich mit meinen 1,92, ich habe hier keine Schmerzen, was Stehhöhe angeht. Also wir sollten hier ausreichend Platz haben. 2,07 Meter und 7,7, also knapp 2,8 Meter an Stehhöhe. Jetzt wollen wir nicht schummeln, natürlich wenn man auf der unteren Stufe steht. Jetzt gehe ich hier mal in den Küchenbereich nach vorne. Und hier haben wir immer noch 1,97 an Stehhöhe und da ist jetzt sogar noch der Teppich draufgelegt. Also eigentlich ist das sogar noch ein kleines bisschen mehr.
Bevor wir uns der Küche endgültig widmen, hier unten ist es so, dass ihr einen kleinen Doppelboden mit drin habt, der wunderbar von oben beladen werden kann. Nochmal geteilt ist, dass die Sachen nicht hin und her rutschen. Und da hinten nochmal ein Boden. Also ihr habt im Prinzip 4 kleine Bodenfächer, die ihr voll machen könnt. Man kennt das ja aus jedem eigenen Auto. Jedes einzelne Fach ist am Ende Gold wert, weil man einfach, umso mehr Fächer ihr habt, umso mehr Ordnung bringt man in das Ganze rein. Der Küchenblock, ich will jetzt nicht sagen, dass der klein ist, aber er ist auf jeden Fall eine kompakte Lösung. Aber wir haben auch hier, ich muss da einmal kurz noch mein Maßband rausgreifen, insgesamt 1,5 Meter hier oben an Küchenfläche. Jetzt muss man natürlich sagen, so haben wir erstmal keine Arbeitsfläche da. Lastrada war natürlich auch mitgedacht. Hier und auch richtig robust, dass man jetzt immer, kannst du auch einen schweren Nudeltopf draufstellen. Haben wir nochmal eine ausklappbare Arbeitsfläche, die ist so 39 mal 45 cm, also auch eine richtig große, schöne Arbeitsfläche, die man gut benutzen kann. Was ich halt sau cool finde, ist, das ist unsere Schutzfolie, damit bei uns keiner was kaputt macht, der Küchenblock, der hier drin ist, oder der gesamte Waschbecken-Kocher-Kombination. Einmal können wir gucken, können wir hier ein bisschen mehr Licht haben, bitte. Guck mal, auch hier eine Lampe in der unteren Etage, eine Lampe in der oberen Etage dazu. Die Decken leuchten oben drüber. An Licht mangelt es hier wirklich nicht. Ich ziehe mal, das war noch nie draußen, deswegen mache ich das mal. Guck mal, wenn ihr euch das mit anguckt, das ist einfach ein richtig massives Gitter. Da rappelt nichts, da klappert nichts. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Und ich bin jetzt nicht schwach. Aber so kann man einfach ganz klar sagen, Lastrada hat sich da lange Gedanken drüber gemacht. Früher hatten wir immer 3-Flammen-Kocher. Da hast du immer das Problem, dass du zwar 3 Flammen theoretisch hast, aber eigentlich immer nur 1 oder 2 davon gut nutzen kannst. Da hat man sich gesagt, okay, wir machen lieber richtig konsequent einen 2-Flammen-Kocher mit 2 echten Flammen, die man gut benutzen kann, mit großen Brennern. Ich glaube, den habe ich falsch rum draufgelegt. Guck mal. Das kommt immer davon, wenn man gleichzeitig redet und macht. Wenn man es verdreht, sonst stehen die Töpfe gar nicht mehr richtig. Dass eine elektronische Zündung mit dabei ist, ist in dem Augenblick selbstverständlich. Und hier daneben das große Waschbecken, das auch so 28 mal 30 hat, also auch ein großes, tiefes Waschbecken ist. Wenn man es nicht braucht, kann man natürlich die beiden Seiten auch einzeln zumachen und hat das so auch mit. Gerade aus eurer Perspektive von da, finde ich, kann man einmal ganz toll sehen, wie großzügig das Auto nach hinten ist, weil ihr einfach oft hier noch so ein Schrankelement habt. Das haben wir beim Nova EB tatsächlich nicht und dadurch wirkt der Wagen halt richtig großzügig, weil man die freie Sichtachse von ganz vorne bis ganz hinten hat. Und das wird natürlich nochmal deutlich verstärkt, weil ich sogar hier aus der Küche hinten am Fußende des Bettes oder am Kopfende des Bettes rausgucken kann. Und wenn ich mir jetzt da vorstelle, schöner Wald, die Berge hinten im Hintergrund, dann ist das eine schöne Lösung auf jeden Fall. Aber noch stehen wir ja in der Küche. Hier in der Küche ist natürlich so, irgendwo muss der Kühlschrank hin. Hier haben wir einen Kompressorkühlschrank mit drin. Serienmäßig habt ihr immer einen AES-Kühlschrank, also einen klassischen Absorberkühlschrank mit dabei. In dem Fall hier haben die Kunden sich einen Kompressorkühlschrank ausgesucht. Der hat dann 100 Liter Volumen, der andere ist einen kleinen Tick kleiner. Große Besteckschublade mit schönen Besteckeinsätzen. Hier oben sind die Gashähne mit drin. Daneben noch ein Fach für sowas wie Brotmesser, alles andere, was man braucht. Alles schön mit Softeinzug. Darunter eine große Schublade, guck mal, kannst du zuschmeißen, funktioniert trotzdem gut. Und darunter nochmal eine große, da ist jetzt auch ein kleiner Müllsammler oder sowas mit dabei. Auch da einfach mit Schwung zuschmeißen. Das ist dann im Prinzip auch schon der Küchenblock. Oben drüber die offene Ablage, die wir überall haben. Und das auch zum Beispiel eine sehr aufwendige Lösung, die Lastrada fast überall macht, diese Lamellenrollos. Das hat natürlich einfach den Vorteil, wenn ich jetzt hier Schränke hätte, würde ich die direkt vor meinem Kopf hoch machen. So schiebe ich das einfach hoch, kann wunderbar reingreifen, mich stört nichts, ich kann mich nirgendwo dran stoßen. Für uns würde das an Küchenbedarf auf jeden Fall reichen. Bei uns ist ja zum Beispiel so, dass wir mit unserem Westfalia Columbus zu viert klarkommen und der ist viel kleiner. Also das wäre für mich das Maximum an Luxus, was ich mir vorstellen könnte. Wenn ich jetzt von hier ins Bett gehen will, kann man natürlich sagen, diese Großzügigkeit ist einerseits ein Vorteil, andererseits aber manchmal eben auch ein Nachteil, weil wenn jemand noch lesen will und wach bleiben will, ist es natürlich hell da vorne. Dafür verfolgt Lastrada immer ein sogenanntes Zweiraumkonzept. Hat immer oder bei nahezu allen Fahrzeugen irgendwo einen kleinen Trennvorhang drin. Beim Nova ist es so, dass wir hier eine versteckte Klappe haben. Ich hatte neulich einen Kunden,
Der hat sein Nova jetzt hat ein Dreivierteljahr zu dem Zeitpunkt gehabt. Hat gesagt, ich würde so gerne den Wohnraum vom Schlafraum trennen. Ich gesagt, machen Sie doch einfach, ziehen Sie den Vorhang zu. Wie? Ich habe einen Vorhang. Und dann haben wir halt festgestellt, dass er diese Klappe, weil die keinen Griff hat, im Prinzip nie gesehen hat. Man greift hier oben einfach rein. Dann löse ich das hier mal kurz. Das sind 2 Schnellspanner. Und dann haben wir immer passend zur Farbe der Wandbespannung, hier ist das in Grau gewählt, einen kleinen Trennvorhang, den man einmal hier oben zuknöpfen kann und einmal hier unten. Und hätte man jetzt geschickterweise, guten Tag, die Arbeitsplatte, weil wenn ich ins Bett gehe, habe ich keine Küchenarbeitsplatte mehr, vorher eingeklappt, würde das hier auch sauber runterfallen. Und so kann ich mich jetzt hier zum einen mal eben schnell umziehen oder eben einfach auch sagen, ich gehe schon mal ins Bett. Schatz, arbeite ein bisschen in unserem, man sagt ja nicht Homeoffice im Wohnmobil, sondern am mobilen Arbeitsplatz. Und einer kann sich schon mal ausruhen oder hinten im Bett ein bisschen Fernsehen oder wie auch immer. Also insgesamt auf jeden Fall eine praktische Lösung, die dann hier auch wunderbar an dieser flachen Klappe wieder verschwindet. So, direkt gegenüber von der Küche haben wir hier unsere Nasszelle. Bevor wir da reinschauen, guckt noch mal einmal kurz mit mir hier oben an die Decke. Das hätte ich für uns vorbereiten sollen, aber es fällt mir in dem Augenblick gerade ein. Hier haben wir eigentlich eine normale 40×40 Dachhaube, ein Mini-Heki. Da haben wir für die Kunden jetzt schon einen Ventilator mitbestellt. Wer noch mehr Licht und Luft haben will, könnte zum Beispiel auch sagen, wir lassen hier die Serienhaube und bestellen für den Ventilator dahinter. Da blenden wir euch jetzt noch mal ein Bild ein, so ist das nämlich bei dem Video drüben, das könnt ihr jetzt sehen. Und da wo jetzt bei der jetzigen Einblendung gerade der Ventilator ist, könnte man alternativ bei Lastrada ab Werk auch eine Klimaanlage mitbestellen. Also ihr könnt das im Prinzip wie so vieles bei Lastrada sehr frei konfigurieren. Ja, in dem Nova EB hier haben wir die Nasszelle exakt so, wie sie im Serienzustand ist. Das heißt, wir haben die normale Dometic CT 3000 Kassettentoilette. Die ist ganz charmant gelöst, hat hier schon eine richtige Keramikschüssel mit dabei. Das ist eine klassische Kassettentoilette. Man kann sich entweder entscheiden, so Richtung Flur zu sitzen. So können wir ja mal mit meinen langen Beinen kurz Probe sitzen. Absolut gut passend. Guck mal, das kann man, wenn ich die Tür hier zumache, habe ich noch eine Handbreit Platz und ich glaube, viel längere Beine als meine sind in so Art Wohnmobil nicht dabei. Ich sitze hier komfortabel. Man könnte aber auch, wenn man mehr Platz haben will, das Ganze hier so ein bisschen in den Raum reindrehen. Und dann könnt ihr natürlich auch die große Zeitung mit auf Klo nehmen, dann passt das letztendlich auch. Insgesamt auf jeden Fall sehr viel Beinfreiheit, sehr viel Raum, so wie es ja insgesamt hier einfach großzügig und schön ist. Auch in der Nasszelle haben wir eine echte Klarglashaube, wo richtig viel Licht und Luft reinkommt. Und die hat natürlich wie jeder andere Verdunklungsrollo Fliegengitter mit dran. Und ich stehe hier, wo ich stehe, schon in der Dusche drin. Bei kaum einem Auto, was wir aktuell im Programm haben, haben wir eine richtige Duschwand, außer beim Nova. Und das ist natürlich, wenn man so wie ich im Kastenwagen kleine Vorhänge gewohnt ist, die sich überall an einen anschmiegen, dann ist das natürlich schon der pure Luxus, dass man sich hier bewegen kann. Guck mal, ich kann mich hier drehen, ohne dass ich irgendwo anstoße. Man kann sich hier wirklich waschen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, alles schön und gut. Tolle Dusche, tolle Toilette, viel Bewegungsfreiraum. Und wo wasche ich mir die Finger? Weil ja erstmal kein Waschbecken zu sehen ist, aber es ist natürlich eins da. Um die Raumökonomie hier so gut wie möglich zu gestalten, hat Lastrada ein Klappwaschbecken genommen. Und das hängt hier in der Wand mit drin. Wenn man es aufmacht, durch einen Bewegungsmelder geht das Licht von alleine an. Bisschen Platz für die Zahnbürsten, Seifenspender. Ach, guck mal, der ist sogar aus Glas. Guck mal, hier wird nicht auf den Cent geschaut, sondern gute Sachen, gutes Material verwendet. Und während der Fahrt macht man den einfach zu. Und damit da nichts losgehen kann, hat das Ding von hier oben noch eine Entriegelung und dann ist der auch richtig zu. Darüber haben wir hier die Spiegeltür, man kann sich also richtig gut sehen. Und das Fenster in der Nasszelle, das führt dazu, dass ihr sogar den Duschschlauch nehmen könnt. Und wenn wir das Fenster hier aufmachen, könntet ihr jetzt sogar den Duschschlauch nehmen und euch draußen wunderbar abduschen. Das heißt, ihr müsstet nicht mal eine Außendusche mitbestellen. Man kann das wunderbar machen, dann habt ihr beim Nova nochmal eine zusätzliche Duscharmatur in der Heckgarage, dass man sich noch ein bisschen komfortabler abduschen kann. Technisch funktioniert das hier auch hervorragend.
Aber hier braucht ihr natürlich immer jemanden, der euch drin Warmwasser an- und ausmacht, während man bei einer eigenen Außendusche selbst den Warm-Kalt-Regler hat. Wir gucken mal gleich in beide Garagen drin. Vielleicht hat ja einer von den beiden Fahrzeugen die Außendusche hier mit dabei. Was für uns immer mehr Thema wird, ist, dass die Kunden gerne Trenntoiletten haben wollen. Zum einen haben wir ja das Video von dem Umbau beim Road Cruiser Revolution mal gemacht, wo ich so ein bisschen auch versuche zu erklären, was eine Trenntoilette kann, wo die Stärken, wo die Schwächen sind. Schaut euch das mal an, das verlinken wir euch hier oben mit in der Ecke. Prinzipiell merke ich aber, wie viel mehr dieses Thema von Jahr zu Jahr greift. Und umso mehr man sich mit dem Thema Trenntoilette auseinandersetzt, umso interessanter wird es letztendlich. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber es hat einfach ganz entscheidende Vorteile. Und wie so ein Nova, wenn man die coolste Trenntoilette für den Nova rausgesucht hat, aussehen kann mit der Trenntoilette, dafür springen wir jetzt mal rüber in den anderen Nova. Da sehen wir zum einen, wie der Möbelbau ist und sehen aber vor allem, wie die Nasszelle mit Trenntoilette drin aussieht. Und Abflug. In dem Wagen hier übrigens haben wir Silverline als Klappen, als Korpusfarbe und auch die weiß glänzenden Klappen mit dazu. Man sieht schon auf den ersten Blick, das ganze Auto kriegt einen viel technischeren Anspruch als das andere Auto. Wenn wir hier gleich mit der Trenntoilette durch sind, gucken wir mal vorne in die Sitzgruppe. Da haben wir dann auch viel mit Leder und solchen Sachen. Es ist einfach komplett anders. Das, was hier halt anders ist, ist, wie bringe ich so eine Trenntoilette rein. Die meisten Trenntoiletten haben ja einfach einen sehr, sehr hohen Platzbedarf. Also man muss irgendwo den guten Kompromiss finden aus, wir haben genug Platz für die Toilette, die Technik ist das, was ich will, und sie sieht auch noch gut aus. Unserer Meinung nach ist das die optimale Lösung. Wir haben hier eine Trenntoilette, die hat hier so eine richtige HPL-Beschichtung. Es fühlt sich alles hochwertig und schön an. Wir haben einen quasi haushaltsüblichen Toilettendeckel sogar mit einem Softclose, was man von zu Hause ja inzwischen kennt. Und das Ganze basiert im Prinzip so von der Grundidee, die Trellino ist was man am ehesten kennt als Trenntoilette. Da basiert das letztendlich drauf. Also wir haben kein Rührwerk wie bei der Airhead, die ihr in dem anderen Video, in diesem Road Cruiser Einbauvideo seht, sondern wir haben wirklich die klare Trennung Feststoff und Urin, also quasi Fäkalien Typ 1 und Typ 2, die hier oben über die Plattform quasi getrennt voneinander werden. Ich habe es selber noch nicht benutzt, ich bin ganz ehrlich. Aber wir haben inzwischen echt viele eingebaut und es gibt keinen Kunden, der wiederkommt und sagt, so ein im wahrsten Sinne des Wortes Scheiß mache ich nicht wieder, sondern die Leute sind begeistert von dem Umbau auf Trenntoilette. Weil was bringt es euch für Vorteile? Ihr könnt im Prinzip entsorgen, wann immer und wo ihr wollt, weil wir Urin vorne haben. Einmal haben wir viel weniger Menge und das kannst du ja in jedes Klo kippen. Und der Feststoff geht hier hinten in den Kasten, da legt ihr vielleicht noch eine Tüte mit rein und dann könnt ihr das wie jede Hundetüte irgendwo im Restmüll entsorgen. Das heißt, ihr seid nicht mehr auf Entsorgungsstationen angewiesen. Netter Nebeneffekt dieser ganzen Nummer ist natürlich auch, wenn ich kein Spülwasser brauche, einmal kann ich mir das Gewicht fürs Wasser sparen und ich komme natürlich mit meinem Wasser viel weiter, weil ja Toilettenspülung, ich weiß nicht, wie viel da jedes Mal durchgeht, aber lass es bei jedem Toilettengang 300-400 Milliliter sein, wenn du ein bisschen länger spülen musst. Dann ist das ja richtig Wasser, was bei der vollen Benutzung für 2 Personen da durchgeht. Es ist so, dass ich schon glaube, man kriegt eine ganze Menge mehr Freiheit in der Bewegung. Ich bin recht stolz auf die Lösung, das merkt man vielleicht hier, was wir hier gemacht haben. Vielen Dank nochmal nach Bremen in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt hier das erste Mal unseren Schalter in einem eigenen 3D gedruckten Teil drin. Das heißt, wir haben uns hier den die Original Dometic Halterung genommen, wo eigentlich der also der Spülknopf und sowas drauf ist, haben uns da das als Muster genommen, die Bohrung, die Lastrada-seitig da ist, als Muster genommen, den Schalter rausgesucht mit den Ausfräsungen, die da sind und dann hatten wir tatkräftige Hilfe aus dem Kundenkreis, mega cool, ich freue mich über dieses kleine Kunststoffteil mehr als über viele andere große Dinge. Und haben jetzt unsere eigenen Teile, dass wir wirklich das reinsetzen können, dass alles sitzt und das ist quasi jetzt der Schalter, um das Gebläse einzuschalten. Ihr habt ja bei den Trenntoiletten ist ja immer die Idee, dass man das austrocknet, damit nach dem Motto, ist immer trockene Hundescheiße stinkt auch nicht. Umso schneller ihr es austrocknet, umso geringer ist die Geruchsbelastung. Und hier ist es so, dass wir von der Firma Sog gibt es eine Sog für Trenntoiletten und die haben wir hier verbaut. Und dafür hüpfen wir jetzt mal nach draußen und gucken uns von draußen an, wie der Toilettenkasten jetzt aussieht. Und das ist insgesamt eine mega saubere Sache. Und wenn ihr noch vorher einmal so einen Blick von hinten hier reinwerft,
So können wir einmal noch mal drüber blenden, so dass es auch hinter der Toilette wirklich aufgeräumt ist. Da haben wir uns von Lastrada die passenden Hölzer bestellt und das alles, glaube ich, sehr sauber und sehr schön eingearbeitet. Und damit ihr sehen könnt, wie das Ganze funktioniert, ich habe eben auf der Toilette drüben gesessen. Hier ist halt die Toilette etwas länger, deswegen kann man sie nicht mehr nach vorne stellen oder nur noch ganz knapp. Und wir haben uns hier so entschieden, damit das einfach gut passt. Volle Beinfreiheit nach vorne. Ich habe Ellbogenfreiheit auch hier. Hier geht es ja zu, also ich habe hier richtig Raum drin. Ich bin zufrieden, wie man vielleicht merkt. Und jetzt gucken wir mal nach draußen, wie der Toilettenkasten jetzt von außen aussieht. Um die Außenform des Novas so elegant wie möglich zu haben, ist der Knopf ja, der Toilettenkasten ja grifflos. Dafür hat Lastrada hier eine kleine Entriegelung in der Garagenklappe. Wenn man die einmal drückt, springt das Schloss hier auf. Und normalerweise würdet ihr jetzt hier die Kassettentoilette rausziehen. Wir haben das jetzt alles von innen schön verkleidet und wenn man hier um die Ecke guckt, da ist jetzt halt das kleine Gebläse mit drin. Damit wir die Außenfront nicht verunstalten, haben wir natürlich eine Entlüftung nach unten über den Boden genommen, die alte Spülleitung stillgelegt und dass man zum Filterwechsel hier jetzt rankommt. Das hat den netten Nebeneffekt, dass hier noch ein kleines zusätzliches Außenstaufach entstanden ist, wo man, ich wollte gerade sagen, Toilettenchemie reinpacken kann, aber es ist natürlich witzlos, wenn man gar keine Toilette mehr dabei hat. Insgesamt halt total praktisch und nachher einfach wieder zudrücken und ihr habt die einvernehmliche Lösung hier. Das ist die eine Außenklappe. Wir gucken uns jetzt mal an, wie die Garage in dem anderen Fahrzeug ist, damit ihr mal eine Idee bekommt, wie groß die Garage vom Nova EP ist. Ja, die Garagenklappe, davon habt ihr ja zwei an jedem Nova, eine links, eine rechts. Die sind auch exakt gleich groß. Das heißt, man kommt richtig gut ran. Und dann habt ihr eben was für uns im Kastenwagensegment eine absolute Besonderheit ist, eine richtige Heckgarage, wo man Stauraum ohne Ende hat. Wir haben hier von der Breite, ich messe hier mal rüber, 1,97 und zwischen den Klappen dürfte sogar ein kleines bisschen mehr sein. Genau da sind es glatte 2 Meter. Das heißt, ihr habt so, sagen wir mal 1,98 in der Breite. Und in der Tiefe der Garage haben wir 90 cm, also von der Wand bis zur hinteren Wand. Das, was ein bisschen unglücklich ist, ist manchmal das Podest hier. Das lässt sich aber einfach nicht vermeiden, weil darunter die originalen Mercedes-Streben sind. Das heißt, darunter ist einfach das normale Mercedes-Pritschen-Chassis. Das können wir nun mal nicht wegmachen. Auf dem Podest haben wir 1,05 Meter. Neben dem Podest haben wir 1,22. Das sind beides schon amtliche Maße, mit denen man gut arbeiten kann. Und vielleicht auch nochmal für denjenigen, kannst du einmal mit um die Ecke gucken bitte, für denjenigen, der es genau wissen will, hier zwischen sind 21 cm. Das ist so ein bisschen das, was immer wieder Thema ist. Insgesamt einfach eine große Garage, wo man viel reinpacken kann. Wenn wir einmal kurz drehen können, dann können wir nämlich einmal hier hinten gucken. Serienmäßig habt ihr in den Fahrzeugen immer diese Airline-Schienen mit dran. Das heißt, wir haben hier die Verzurpunkte an der Rückwand mit dran. Und man könnte jetzt natürlich auch noch mit einer Hand um die Ecke, gar nicht so einfach. So, zack, machen wir den wieder fest. Da könnt ihr alles richtig schön festmachen und man könnte natürlich auch noch Fahrradträger und sonstige Dinge mit einbauen. Die gesamte Technikecke beim Lastrada Nova ist im Prinzip hier. Das heißt, wir haben einmal die Lithium-Batterie, das ist eine 280 Ampere-Stunden Batterie, da kommt ihr richtig weit mit. Das ist der große Wechselrichter, das ist natürlich eine Option, aber die ist hier mitbestellt, 1700 Watt mit Vorrangschaltung. Und hier oben haben wir auch Ladegerät, Sicherung und dann hat der Wagen einen Ladebooster mit drin und einen Solarladeregler. Beide Novas, die hier stehen, haben die große Solaranlage mit drauf, also mit 2x100 Watt, also 200 Watt oben auf dem Dach. Und auch der Schalter für den beheizbaren Abwassertank ist hier hinten. Also alles total gut zugänglich gesammelt, dass man wirklich das aufgeräumt und schön hat, so wie man sich das im eigentlichen Sinne vorstellt. So eine große Garage ist eine großartige Geschichte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sieht es denn oberhalb der Garage aus? Wir haben uns noch überhaupt nicht mit dem Bett auseinandergesetzt, so rum muss es richtig heißen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir kuscheln uns mal gemeinsam oben ins Schlafgemach. Ja, und auch das hier ist wirklich gemütlich. Wir machen uns hier noch mal ein bisschen mehr Licht an. Also auch hier haben wir die Lichtleisten überall unten drunter. Wir haben hier umlaufend die gemütlichen Schränke, als wenn jemand in den Schränken liegen würde. Die Schränke mit drin, auch mit den Rüttelkanten, dass da nichts rausrutscht. Und insgesamt einfach 2 Betten. Von der Liegefläche, damit ihr mal konkrete Liegemaße habt, haben wir hier auf der Seite 1,98,6
Und hier auf der anderen Seite 1,89,4 Meter. Und auch von der Breite der Matratzen haben wir 80 cm auf der Seite, dann werden das hier auch 80 cm sein. Ja. Prinzipiell, was ich gerade merke, sogar der Platz hier in der Mitte ist gemütlich. Lastrada typisch, wir haben das jetzt, das raschelt alles ein bisschen, wir lassen das alles eingepackt. Wir haben punktelastisches Lattenrost drunter, wir haben eine hochwertige Kaltschaummatratze mit abnehmbaren Bezügen, die ihr waschen könnt. Und hier unter dem Fußende habt ihr den Kleiderschrank. Da kann man wunderbar von oben reingucken, aber man muss natürlich nicht jedes Mal das ganze Bett auseinandernehmen, sondern wer wollen würde, kann auch hier von der Seite den großen Schrank bestücken und da einfach auch jederzeit alles reinhängen. Insgesamt ist hier einfach viel Stauraum. Große Schublade hier in dem Podest. Riesengroßer Apothekerauszug hier drüben. Das könnte man fast noch der Küche zuordnen, so cool wie das ist. Eine Schublade hier, die kriege ich jetzt nicht ganz raus, weil meine Füße davor sind. Eine zweite große Schublade darunter. Und, ups, wo ist der Knopf? Hier, elegant, der Zugang zur Heckgarage hier. Solltet ihr also Kinder mit dabei haben und die umgezogen sind, einfach hier in den Keller, Klappe nehmen, Deckel davor und den Urlaub genießen. Wunderschön, ein durchdachtes Auto, sogar mit Lösung für Kinderprobleme. In der Regel fahrt ihr aber ja zu zweit und da sollte hier vorne der Stauraum oder der Schlafraum für euch einfach reichen. Was ich cool finde, was auch echt schöner ist als in den vorangegangenen Modelljahren des Novas, ist, dass wir hier hinten diese riesengroße Klappe mit haben. Das ist ja ein Fenster. Ich mache das mal auf, damit ihr eine Idee von den Dimensionen bekommt. Jetzt dürft ihr euch natürlich nicht norddeutschen Winter, wie wir es jetzt gerade haben, vorstellen, sondern stellt euch spanischen Sommer oder irgendwas vor. Hier kommt richtig Luft rein. Das ist wie draußen schlafen. Nur mit Schutz vor Fliegen und Mücken. So kann ich mir vorstellen, 30 Grad tagsüber, schön nachts runterkühlen auf 20 Grad und dann so eine seichte Brise, die hier hinten im Bett mit reinkommt. Eine komfortable Lösung. Ja, so sieht ein Nova aus. Insgesamt, finde ich, haben wir einen ganz guten Eindruck bekommen. Hier oben drüber ist natürlich auch nochmal eine große Dachhaube. Einmal haben wir gesehen, das Ding hat eine riesengroße Sitzgruppe, die gemütlich ist. Wir haben eine tolle Dusche mit einer tollen Toilette, eine tolle Küche, 2 riesen Einzelbetten hinten. Wir werden uns am Urlaubsort wohlfühlen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Und dafür setzen wir uns jetzt nochmal gemeinsam vorne in das Cockpit vom Sprinter. Und ich denke, auch da werdet ihr euch richtig schön wohlfühlen. Ja, ich glaube, entspannter als hier kann man nicht zum Ziel kommen, wenn man Urlaub macht. Ihr könnt euch jegliche Sitzposition einstellen. Lenkrad, rauf, runter, vor, zurück. Das ist ja selbstverständlich, aber eben nicht in jedem Auto so. Es fasst sich sehr gut an, ist ein angenehmes Lenkrad. Wir können auch in der Sitzposition, ich bin ja nun wahrlich nicht klein, aber ich komme so weit zurück, dass es mir viel zu weit weg ist. Also gucken wir mal, wie weit ich vorrutsche, damit ich komfortabel sitze. Der Sitz ist in der Höhe verstellbar. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, für mich die entscheidende Dimension, warum ich es so cool finde, in diesen Sprinter-Sitzen zu sitzen, ist, dass ich die Beinauflage verlängern kann. Das ist das Einzige, was mir in meinem Ducato wirklich fehlt, dass die Sitzauflage ein bisschen zu kurz ist. Grundsätzlich kann der Sprinter ja alles und das ist Fluch und Segen zugleich. Ihr habt im Prinzip die bunte Mischung und dadurch, dass ich alles an 3 oder 4 verschiedenen Stellen kontrollieren kann, habe ich halt sehr viele Knöpfe. Ich habe immer die Möglichkeit, die Sachen alle über das Lenkrad zu steuern. Ich habe die Möglichkeit, alles über ein Touchscreen zu steuern und ich habe überall nochmal Schnellzugriffe und wenn mir das noch nicht reicht, kann ich immer auch Sprachsteuerung gehen und sagen, irgendwas mit eingeben. Oder irgendwann sagen, hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Navigation nach Hamburg-Mönckebergstraße einstellen. Und im Idealfall tut sie das jetzt. Die Route zum Ziel Mönckebergstraße, Hamburg Altstadt wird berechnet. Hamburg Altstadt wird berechnet. Wir kommen auf jeden Fall zum Ziel an und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Angezeigten Route. Ja, jetzt sind wir natürlich bei uns hinten. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Ja, ist ja auch Fußgängerzone. Hey Mercedes. Hey Mercedes. Navigation ausschalten. So, dann ist die Navigation abgeschaltet. Okay, ich beende die Zielführung. Vielen Dank. Das, was ich einfach euch zeigen will, ist, man hat viele Knöpfe, aber am Ende ist es ganz einfach, ihr entscheidet euch für einen Weg. Der eine sagt, ich benutze lieber über die Finger,
Der andere benutzt lieber die Sprachsteuerung, wieder der nächste macht lieber die Sachen über den Touchscreen. Die wichtige Info, die ihr euch merken müsst, ist, der Mercedes kann halt einfach alles. Und egal was ihr wollt, ja, jetzt sagt er wieder, hey Mercedes, es ist alles da, was ihr wollt. Wir machen jetzt mal einmal kurz den Motor an und ich gehe einmal in den Rückwärtsgang. Der Wagen hat jetzt auch eine Rückfahrkamera mit drin. Die ist Mercedes Lastrada-seitig in den Mercedes-Stern hinten eingearbeitet. Also auch das hat man da drüber richtig gut mit abgedeckt. Ansonsten habt ihr hier eben den Schnellzugriff für alle Assistenzsysteme und alles, was da ist. Kurz gesagt, ich fühle mich wohl. Motor können wir erstmal auslassen, weil der Wagen uns leider ja noch nicht verlassen darf. Wir müssen noch ein paar Sachen einbauen, damit er ganz fertig ist. Ja, so sieht der Lastrada Nova EB aus. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck von dem Fahrzeug erhalten. Wir stehen euch natürlich für Konfigurationsfragen gern zur Verfügung, würden uns freuen, wenn ihr euren Nova EB, so wie ihr ihn euch vorstellt, mit uns in die Realität umsetzt, weil ich glaube, dass wir alle Ideen, egal ob verrückt oder nicht verrückt, wir gemeinsam mit euch umsetzen können. Und vor allem macht mir das wahnsinnig viel Spaß, so bunte Mischung. Jeder hat einen Sonderwunsch irgendwo mit dabei und am Ende ist es halt für uns auch immer in gewisser Art und Weise was Besonderes. Mir hat Spaß gemacht, euch das Auto zu zeigen. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr so ein Nova EB findet. Ob ihr sagt, nee, viel zu groß, ich bleibe lieber bei den kleinen Kastenwagen. Oder ob ihr sagt, das ist genau mein Ding. Sowas will ich auch mal haben. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bis bald und schöne Grüße aus Schwung.